Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, nachdem sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen der Länder am Mittwoch auf das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Pandemie geeinigt haben, möchte ich Ihnen heute mitteilen, was die vereinbarten Änderungen für unsere Universität bedeuten. Zunächst bleibt festzuhalten, dass jegliche Lockerungen des Shutdowns im Sinne unserer Gesundheit sehr vorsichtig vorgenommen werden sollen. Das bedeutet für unsere Universität, unser Homeoffice-Betrieb geht unverändert weiter und wo immer möglich wird Lehre digital angeboten. Ich nutze die Gelegenheit, mich bei Ihnen allen zu bedanken für den großen Einsatz, der einen Betrieb der Universität unter diesen schwierigen Bedingungen weiter möglich macht. Inzwischen ist der weit überwiegende Teil der geplanten Lehrveranstaltungen in digitale Formate übersetzt, eine ganz herausragende Leistung, auf die wir alle gemeinsam stolz sein können. Wo immer Präsenz unverzichtbar ist, also insbesondere in den Praktika der Naturwissenschaften und der Medizin, in der praktischen Arbeit unserer künstlerischen Hochschulen oder im Sport, wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen Konzepte erarbeiten, Präsenzlehre zu ermöglichen unter Einhaltung der notwendigen hygienischen Standards. Ich gehe davon aus, dass wir auf diese Weise Schritt für Schritt weitere Lehrveranstaltungen freigeben können und so einen weitgehend regelhaften Lehrbetrieb im Sommersemester ermöglichen werden. Parallel dazu wird die Universitätsbibliothek im Laufe der Woche die Ausleihe von Monographien sowie die Erstellung von Kopien wieder ermöglichen, natürlich ebenfalls unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen und daher in den verschiedenen Bereichsbibliotheken in etwas unterschiedlicher Art und Weise. Mir ist sehr bewusst, dass auch für die Studierenden das digitale Semester eine große Herausforderung ist. Ihre Universität wird Sie so gut es geht unterstützen, daher zögern Sie bitte nicht, sich bei Fragen und Problemen an Ihre Dozentinnen und Dozenten sowie an die zentralen und dezentralen Studienberatungen zu wenden. Mein besonderer Dank gilt auch heute den Mitgliedern unserer Universitätsmedizin, die mit ihrem herausragenden Engagement dazu beitragen, dass Covid-19-Patienten die bestmögliche medizinische Behandlung erhalten. Die dazu nötigen strukturellen Änderungen, die Schulung des Personals und nicht zuletzt auch koordinierende Aufgaben in der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft stellen eine nicht gekannte Herausforderung dar, der sich alle Beteiligten Tag für Tag aufs Neue stellen. Ich weiß, dass wir uns alle danach sehnen, unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen und unsere Kolleginnen und Kollegen endlich wieder persönlich zu treffen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir sind weit weg von einem Normalbetrieb und wir alle werden vermutlich das ganze Semester hindurch Einschränkungen hinnehmen müssen. Hier sind mehr als sonst Geduld und Verständnis gefragt. Solange es weder Impfstoffe noch geeignete Medikamente gibt, bleibt die Devise, persönliche Kontakte wo immer möglich vermeiden oder zumindest minimieren. Trotz oder gerade wegen der Lockerungen, die jetzt möglich werden, bleibt daher mein Appell an Sie, auch wenn es uns schwerfällt, lassen wir nicht nach in unserem gemeinsamen Bemühen, die Pandemie so weit als möglich kontrollierbar zu halten. Vielen Dank.